Ein amerikanisches Reisemobil Itasca von Winnebago Industries. Ja. Und hier ist der Besitzer, er kommt aus dem Saarland. Wie ist der Name? Ja, Ruser Jakob ist mein Name. Jakob, ich grüße dich herzlich. Ja. So, es ist Herbst mittlerweile, oder? Ja, es ist ein bisschen kühler geworden. Ja, Das merkt man, oder? ja. Mal die Heizung halt an und dann ist das nicht so wild. Das ist ein amerikanisches Wohnmobil. Ich zeige es mal gerade von der Seite. Das ist so ein Kleinwenig dein Traum gewesen, immer sowas zu haben? Ja, Amerikaner, also wir hatten mal zwischendrin mal Deutsche oder zwei Deutsche, aber sind nicht zu vergleichen mit den Amerikanern. Warum? Die Größe von dem Fahrzeug, die Breite mit 2,45 Meter, die neue haben 2,55 in der Breite und insgesamt der Luxus. nicht der Luxus weniger, aber die Raumaufteilung, die Größe da drin. Ja, wir sehen das nachher mal da drin, das Bad und die Dusche, das ist alles so, dass man sich auch als älterer Mensch bequem drin bewegen kann. Ja. So, wir zeigen es mal gerade. Da ist jetzt ein Chevy drunter, oder? Das ist Chevy P30 Fahrgestell. Diesel? P30, Diesel, ja. Diesel, okay. Turbo-Diesel. Und der säuft oder geht's? Zwischen 17 und 20 Liter. Ja, das geht doch, oder? Ja, ist in Ordnung. Okay, ich zeig mal, das hat meiner nämlich auch, der Iveco. Wenn wir mal kurz mal drum herum gehen, der ist jetzt Baujahr? 96. 96er. Der war neu, als du ihn bekamst? Nein. Wir kommen ja aus Homburg. Ja. Und in Kirgel war die Europaniederlassung von Winnebago. Und so sind wir auf die Amerikaner eigentlich gekommen. Ist denn da irgendwie ein Problem im Service? Weil man denkt ja so Amerikaner, dann hat man ein amerikanisches Fahrzeug, dass da Probleme gibt mit Motoren, mit Service und so weiter. Ich habe einen guten Freund, der hat bei Winnebago gearbeitet, der ist Kfz-Meister, der macht mir alles. Und Okay, im das heißt- Internet besorge ich mir dann die Teile, die ich brauche. Wenn mal was kaputt ist. Wenn mal was kaputt ist, ja. Und dann kann man ja viel drin selber machen. Und der Motor, Hubraum vom Motor? 6,5 Liter. 6,5 Liter. Ja, Sechszylinder. V8. V8? Ja. Herrlich. Ja. Du musst mir einen Gefallen machen, du musst den gleich mal starten für mich. Also Kein Problem. jetzt nicht direkt, aber gleich mal. Ja. Ich will den mal hören, wie er klingt. Ja, kein Problem. So, du stehst denn hier drin, das heißt, du hast natürlich an Bord Gas, oder? Ja. Gas und elektrisch, ne? Gas und elektrisch. So, ich ziehe mal gerade ein bisschen auf. Machen wir noch ein bisschen größer. Der ist richtig schön. Länge? 9,20 Meter. So, das geht ja noch. 9,20 Meter ist das, was viele Deutsche ja auch haben, so in dem Bereich Morello und Co. Ja, aber die sind natürlich ein schönes Stückchen teurer wie die da. Und hier? Preis ungefähr? Was ist hier zu rechnen, wenn man sowas jetzt kauft? Der hat 40.000 gekostet noch. 40.000. Ja. Das geht ja, oder? Hat dann mit 36.000 Meilen, also ein paar 60.000 Kilometer, ja, nicht keine Laufleistung. In dem Fast geschenkt, kann man sagen, oder? Naja, geschenkt. Es kommt auf den Zustand an. Viele Amerikaner haben blasige Außenhaut. Ja, das ist von der Bauart her. Wenn die Fenster nicht ganz dicht waren beim Einbau, also und der ist außer top in Schuss. Okay. So, das heißt, du brauchst hier Führerschein? Der alte Dreier. Alte Dreier, das geht. Das Gewicht von dem? 6,7 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht. So, der hat natürlich alles an Komfort drin, was man sich vorstellen kann. 40.000 Euro, das ist ja nicht teuer, muss man sagen. Also im Vergleich zu den großen, wenn ich mir sowas neu kaufe, jetzt von Morello, 200.000, 300.000 Euro und du hast wahrscheinlich weniger Platz. Ja, aber das ist ja Baujahr 96, der ist 24 Jahre alt. Ja, aber er hält und funktioniert. Ja, einwandfrei. Ja, natürlich. So, da vorne ist eine Leiter, das heißt, du könntest aufs Dach drauf, oder? Die Leiter haben wir gekürzt, die haben wir abgeschnitten, die ist gegangen bis da unten hin. Ja. Da konnten wir aufs Dach drauf. Das heißt auch die Leute, die nicht drauf sollten. Weil mir einmal Jugendliche aufs Dach draufgestiegen sind, haben mir die Luke kaputt gemacht. Habe ich die Leiter gekürzt und habe jetzt eine Anliegeleiter für da dran und da komme ich auch aufs Dach. So, da sieht man es. Eine ganz große Thule Omnistor drin, die längste, die es gibt, oder? 550, ja. Stark, das ist auch wichtig. Reifen sind auch in Ordnung? Die Reifen sind neu, da habe ich neu. Ich habe mal 2 Reifenplatzer gehabt unterwegs auf der Autobahn nach und nach. Das braucht man nicht. Und seitdem mache ich immer alle 5, 6 Jahre neue Reifen drauf. Egal wie sie aussehen. Darf ich da mal reingucken hinten? Ja, natürlich. So, dass man mal sieht, was da so an Stauraum ist.
und wie das Ganze funktioniert. Ist es ein klein wenig anders wie die Deutschen oder ist es ähnlich? Weiß ich habe in der Deutsche, gut die Deutsche, die neue haben große Heckgarage. Das gute Oettinger. Ja. Das schmeckt gut? Das ist gut, ja. Die Silberhälschen 033. Ein Fahrrad passt hier rein? Ja, Klapprad. Ja, klein, aber fein. Noch Platz für noch ein Klapprad. Drüber haben wir noch eine Gasflasche. Ja. Zeig mal. Dings eingebaut. Muss ich mal gucken. So, und unsere Holländer, die fahren jetzt. Der muss noch verladen. Der muss noch verladen. Ja, ja. Das Auto ist ja noch da. Der hat noch ein bisschen zu tun. So, hier ist Gas, Alugas. 2 Gasflaschen noch und einen Tank hat er drin. Gastank. 70 Liter. Habe ich schon gesehen. Der langt wie lange, der 70-Liter-Tank? Weiß ich nicht. Ewig. Der ist jetzt vielleicht ein Drittel raus und wir stehen schon über eine Woche hier. Okay, verstanden. Und heizt Tag und Nacht praktisch. 300 Liter Frischwassertank. 300 Liter. Ja, und jeweils 150 Liter Fäkalie und Abwassertanks. Und hier, was ist hier drunter? Da ist die Heizung drin. Zeig mal bitte. Ich will nur mal sehen. Was da für eine Heizung. Eine Heizung. Der hat 2 Stück. Das ist die Truma 8000. Die war schon drin? Ja, die war drin. Ja. Aber nicht für einen Amerikaner, der ist ja hier in Deutschland umgebaut worden. Der ist ja aus der Stade. Okay. Aber vom Vorbesitzer umgebaut worden. Im Prinzip heißt das, dass die Heizung, die drin war, die war für Deutschland nicht gedacht, oder? Die ist nicht zulässig in Deutschland. Okay. Obwohl die genauso funktioniert wie die unsere. Das kommt auf den TÜV an, der die Einzelabnahme macht. Ob er die Heizung verwirft oder ob er sie neu, drin lässt, neu verlangt. Die ist aber nicht schlecht, die Truma? Nö, Die ist gut. Eine Truma 8000. 8000. Und hier, was ist da drin? Da ist noch so ein kleines Gefach. Das geht durch bis auf die andere Seite. Durchladen. Durchlade. Ja, da ist der Frischwassertank. Den sieht man auf der anderen Seite noch. Ja, das Schöne ist ja jetzt hier bei dir, das ist ja quasi um die Ecke, wo wir gerade stehen, von Hamburg, oder? Ja. Du fährst eine Stunde, eine gute Stunde? Oh, ein bisschen mehr. Ja. Das sind 100 Kilometer und ich fahre 85. In der Regel stelle ich Tempomat 85 und dann sind wir etwas mehr, eine Viertelstunde. So, da kommt unser Reisebus. Die Frau, die winkt ihn raus. Da verweise ich uns drauf, da haben wir nämlich extra noch ein Video gedreht. Ja. Der ist riesig, oder? Der ist groß, ja. Ich würde den gerne fahren. Wir haben ja vorher den Winnebago gehabt mit Slideout. Ja. Den gleichen nur mit Slideout. Und der hat 9 Tonnen gehabt. Dann musste ich den LKW-Führerschein machen. Und das war schwer? Nö, eigentlich für mich nicht. Ich habe das auswendig gelernt alles. Am PC die ganze Frage auswendig gelernt. Ja. Das war's. Und Fahrstunde habe ich 10 Stück noch gebraucht. Also war Pflicht. Ja. Der Preis, das war mit oder ohne Anhänger? C oder C? Ohne Anhänger. Ohne Anhänger. 1600 € hat es insgesamt gekostet. Wo? Bei wem war das? Der Kafka und Im Saarland. im Saarland, ja. Müller und Kafka in Kamba. Müller und Kamba in Homburg. In Homburg. Ja. Müller und Kampka. Die sind jetzt noch da oder gibt es die nicht mehr? Der hat aufgegeben, der Kamba. Schade, oder? Aus Altersgründen. Aus Altersgründen. Ja, da vorne hast du Stromanschluss. Das ist eine. Da ist die Entsorgung für das Abwasser raus und Festtank hast du, gell? Festtanks, ja. Außendusche, alles da, was man eigentlich. Das ist stark hier, diese Kabeltrommel, die habe ich noch nie gesehen. Die habe ich mir selbst gemacht. Hast du selbst gemacht? Ja. Zeig mal. Das ist so eine Schlauchtrommel vom Baumarkt, wo die Schläuche drauf haben. Und wenn die Schläuche verkauft sind, und dann wird das Ding weggeworfen. Und da habe ich mir das so zusammengekürzt. Ja. Und das Gestell ist von der alten Kabeltrommel. Ja. Also ist ja auch interessant, er kann den Anhänger, den er selber später bedient, auch selber ziehen, das Fahrzeug. Das ist ja spannend, oder? Ja, weil diese Tandemachse, die können sie alleine sehr schwer bewegen. Ja. Und dann ist das immer gut, wenn an dem Fahrzeug, das verladen wird, Anhängerkupplung dran ist, dass er seinen eigenen Hänger kann rangieren damit. Stark, oder? Ja, von Hand. Also wir haben das schon mal vor Jahren gehabt. Ja. Die sind ganz schwer zu Bewegen. Musst du ganz hoch drehen, damit die eine Achse ganz frei wird. Ja. Und dann kannst du rangieren damit. Aber die haben ja auch Gewicht.
Also ich habe jetzt an dem Anhänger, der jetzt kommt, ja, habe ich einen Mower einbauen lassen. Das heißt, der fährt von alleine. Der fährt von allein, ja. Vielleicht ganz praktisch. Ja. Aber es gibt ja auch wieder Gewichte, ne? Stimmt, hier, guck mal. Das, Ne, jetzt. da waren wir ja. Das ist die Achso, da waren wir schon. Das ist die zweite, Das ist die zweite Heizung, sorry. Die ist da hinten dran. Ist das notwendig, 2 Stück? Oder der wird es nicht packen? Das ist sehr angenehm. Okay. Wir können den Schlafraum separat beheizen vom Wohnraum. Und im Schlafraum will man ja nicht so warm haben. Stimmt. Und im Wohnraum will man es kuschelig warm haben und so wird das, ist das sehr angenehm. Aufgeteilt. Ja, ja, das ist ein Staufach. Das geht auch durch bis auf die andere Seite drüber. Krass. Ist ja viel Platz, oder? Ja, Platz hat er bei die Masse. So, du hast auch zusätzlich noch eine Nottür hier Ja, an der Seite. das ist sehr, da lege ich großen Wert drauf, auf die Fahrertür. Falls mal an der Mautstelle oder so. Irgendwas. Ich weiß nicht, warum die Deutsche können Fahrertüre mehr in die Wohnmobil einbauen. In die teure. Luftfeder hat er. Ja, vorne. Vorne. Und die Wohnregulier, also die Stütze, ne? Die hydraulische Stütze. So, so sieht es von innen aus. Ja, genau. Da sind die Stützen. Toll. Der fährt sich wunderbar, prima. Jetzt bin ich schon ganz gespannt. Jetzt haben wir ihn von außen angeguckt die ganze Zeit. Da gibt es ja noch eine zweite Seite. Diese Fenstermarkisen hier habe ich mir selbst gebaut. Okay. Aus Rollos. Das sind normale Rollos in Kassette. Und da haben wir dann die Ärmchen dran gebaut und die kann ich rausziehen. Die kann ich rausziehen und schräg stellen und dann sind normale Springrollo. Du Handwerker, du. Ja, die gibt es nicht mehr zu kaufen, die Dinger. Früher konnte ich die bestellen im Zubehörkatalog. Die gibt es nicht mehr. Ich zeig mal gerade, da hinten ist er jetzt drauf. Schon spannend zu sehen, wie der den dann wegzieht. Oder? Ja, fährt er drauf oder zieht dann mit der Seilwinde? Er hat ja Seilwinde vorne. Ich weiß nicht. Na, warte. Könnt ihr mal zugucken, komm mal mit. Was er macht. Kalt. Das sind ganz liebe Leute, liebe Nachbarn. Ah, er fährt noch drauf. Ja, schon ist er drauf. Ich glaube, das ist ein alter Busfahrer. Der ist sowieso der Profi. Ja, ja. Und Feierabend. Ja, jetzt wird er festgemacht mit der Gurte und dann steht er. Sattanlage vollautomatisch? Vollautomatisch, ja. Die stellt sich selbst ein. Allerdings muss man gucken, dass freie Sicht ist zum Satellit. Wenn Okay, er das hier heißt, durch die Bäume geht es natürlich nicht. Ne? Ein Baum ist nicht so gut. Nee, aber ich habe da noch eine Schüssel hinten drin, die kann ich mir dann separat aufstellen. Also aufgeschmissen sind wir nicht. Und hier, was ist da drunter? Steckdosen? Ja, das ist noch die alte Ami-Steckdose. Sag mal. Die alte 110, aber die lasse ich drin. Und da ist Kühlschrank hier dran. Belüftung und die Entlüftung geht übers Dach runter. Stimmt. Ja, die Aufbautür, das heißt, hier unten fährt's raus. Ach so, das ist so die. Tschüss, alles Gute. Tschüss, ja. Die fahren. Vielleicht sieht man sich noch mal im nächsten Jahr, ne? Ja, zeker. Ja. Gute Fahrt. Danke. Die Klappen. Nee, das da ist Frischwasser. Also die 300, 250 Liter Frischwasser, die Wasserpumpe. Und hier geht es durch bis drüber auf die andere Seite. Ne? Das ist die Wasserpumpe. Das sind die Entleerungen für den Winter, für alles leer zu machen. Boiler und so. Der wird ja im November, Anfang November melde ich den ab. Und je nachdem, wie das Wetter wieder aufgeht, lassen wir ihn wieder zu. Okay, das heißt nichts mit Wintercamping für euch? Winter fahre ich nicht, nee. Nee. Daheim bleiben. Ja. Da müssen wir hier heizen, müssen zu Hause heizen. Ja. Und das ist, Spaß. das ist hier jetzt schon mit dem Batsch da. Das ist ja. Warte, ich zeig das mal gerade. Hier vorne ist das Auto lang gefahren, dass man nur mal sieht, was das für Schäden anrichtet. Das heißt, wenn jetzt hier die Leute 4-5 Mal fahren, dann ist das hier eine Matschwiese, oder? Ja, aber das ist ja in der Regel, wenn die Mosel Hochwasser hat, ist das ja Überflutungsgebiet hier. Ja, genau. Deshalb ab 1. November ist ja alles weg. So.
Itasca. Sun Cruiser. Das heißt, also wenn du unterwegs bist, du triffst andere mit amerikanischen Reisemobilen, da seid ihr direkt in der Gemeinschaft? Oh, Oder geht's so? also wir fahren nicht auf die Treffer oder so von den Amerikanern. Okay. So verrückt sind wir in der Richtung. Was heißt verrückt, aber so sind wir nicht. Ihr braucht das nicht. Nee. Ja, da gehen wir mal rein. Ich bin ganz gespannt. Zieh jetzt mal die Schuhe aus. Den Batsch mal weg hier vorne. So, gerade mal ausziehen, dass man das mal sieht. Das ist der Eingang. Sekunde. So. Wenn du mal so lieb bist, mal aufmachst, dann gehe ich mal kurz vor. Hallo? Hallo. Ist auf, ja. Das ist die Tür. Ich zeige mal gerade die Aufbautür. Die ist sehr breit. Das heißt, man kommt auch gut rein und raus. Ja, eben, das ist ja das, was mich so wundert an den deutschen Fahrzeugen. Die haben eine Tür und das ist eine Wohnwagentür, 60 breite Tür. Das für das ganze Fahrzeug, das ist mir so, das verstehe ich nicht, warum man sowas macht. Wegen dem Einbruchschutz oder was, ich weiß nicht, warum man keine Fahrertür mit da dran baut. Ich weiß auch nicht. Da vorne ist noch ein Fach drin, hier vorne bei der Treppe. Da sind die Batterien drin. Sag mal bitte. Ich bin neugierig. Ich muss mal immer mal gucken. Da ist die Fahrbatterie Okay, für den Motor für den Motor. Und da unten drunter im Staufach sitzt sind die Aufbaubatterien. Ja. Okay, klasse. Wenn du mal kurz deiner Frau mal sagst, sie soll mal das Radio ausmachen wegen der GEMA. Nicht, dass wir ein Problem kriegen gleich wegen dem Ton. Das wäre ganz lieb. Ja, Wenn du so lieb bist, kurz mal das Radio ausmachst für uns. mit der Fernbedienung geht's, gell? Jo, machst du aus, inwiefern, wie sie So, kennt dann- sich nicht so aus. Dann gehe ich mal gerade langsam rein. Ja, geh mal. Feuerlöscher ist drin. Ja, Muss mal jedes Detail mal zeigen. So, jetzt geht's. Mit der Fernbedienung. Und Ist es doch auch so? Hat doch geklappt. ein ganz. Ja, der Innenraum, der ist ja schon krass groß. Hab eine riesen Küche mit drin. Ja. Mit Gasherd. Vierflammiger Gasherd. Dunstabzug, Mikrowelle. Gefriereinheit. Das ist hier. Ja, warte, ich schwenk mal ganz langsam durch. Der Tee ist schon gemacht. Der Tee ist für die Mutter. Für mich ist das Oettinger. Das Oettinger. Ja. So, ich zeige mal gerade, eine große Spüle ist mit drin. Ihr habt ganz normale Möbel. Das heißt, in Amerika, da wird ja ganz viel massiv gebaut, oder? Beim Holz. Das ist massiv Holz. Zeig mal bitte, mach mal auf. Das ist massives Holz. Da sieht man, das ist richtig massiv, gell? Ja. So, da unten, da hat man so eine Spüle wie zu Hause. Dunstabzugshaube drin. Das hast du ja interessant gebaut hier, die Halterung für die Teller. Gell? Genau, wenn du mir das nochmal kurz zeigst, die Halterung, das Detail. Im Winter hat man halt Zeit für so Sachen zu basteln. Okay, das heißt, du hast eine Werkstatt zu Hause? Ja, so Hobbywerkstatt, ja. Toll. Ja. Der Gasherd, der war schon drin oder ist es auch ein neuer? Nee, der ist drin. Das war der amerikanische. Amerikaner, der Standard, ja. Da vorne, da sind die Gewürze. Das habe ich gebaut. Das war nicht drin. Das ist gesichert werden, der Fahrt. Ah, nochmal, das geht so rein quasi, das sichert sich selber. Ja, und über die, da unten. Das Eigengewicht. So, Ja, da sind so zwei Vertiefungen und Schraube. Siehst du da unten drin? ja. Okay. Ein großes Spülbecken mit drin. Dann hier die Rolle. Guck mal hier vorne. Ja, das Die- ist alles Eigenbau. Und zwar so gebremst, dass es während der Fahrt sich nicht abwickeln kann. Echt? Ja. Ja, schon wird das wird ja immer darunter hängen. Schlackern. Immer darunter hängen. Große Schränke. Und da vorne hier Anschlagschutz. Ja, das ist ein bisschen, hat der Vorgänger so ein bisschen provisorisch gemacht und ich bin noch nicht dazu gekommen, für das schön zu machen. Das gefällt mir nicht. Aber davon die Dämpfer da alles drin. Die gute Tello, die Kartoffelcremesoße, wenn du mir die mal kurz zeigst. Die ist nämlich ganz lecker. Ja, kann man viel mit helfen. So, da ist sie nämlich. Und daneben natürlich des Saarländers bester Freund, Maggi. Maggi. Ja, Leona haben wir jetzt keiner dabei. Und Melfor auch dabei? Nee, ich weiß nicht, Melfor esse ich dabei? Nee. Und natürlich was ganz Schönes, die Couch. Face to face, das heißt, ihr habt Riesenplatz gegenüber. Hier war eine Sitzgruppe. Ja. Siehst du das noch an dem Abdruck da unten? Die Sitzpolster haben so gestanden und ein Tisch dort. Ja. Und da habe ich mir aus den Sitzpolster die Couch dort, die zweite Couch gebaut.
und den Tisch hier hingemacht, der dann verschiebbar und drehbar ist. So, und da ist deine Frau. Du hast ja wirklich einen Handwerker als Mann, oder? Ja, ja. Ja. Ist das schön, immer so einen Handwerker zu haben? Ja, schon praktisch und Es gibt laufend was zu tun? ja, vor allem wenn wir weg sind, wird da schon gerätselt, wenn ich heimkomme, was ich mache. Ah, ich verstehe. Dein Mann ist noch am Arbeiten? Oder Nee, ist wir er... sind beide schon aus dem Geschäft raus. Wir Okay. machen Selbstständig wart ihr Markise, Ach, ihr macht Firma Markisen? Husler Okay, in Homburg. in Hamburg. Ja. Und ihr seid jetzt praktisch Rentner, wenn man so will. Ja, In Ruhestand. in Ruhestand, ja. So, da gibt es ja als Selbstständige gibt's ja keine Rente. Oder doch? Doch. Doch, gibt es auch Rente. Ich zeig mal gerade, wie schön das gemacht ist. Das ist so ein bisschen orientalisch hier, oder? Ja? Ja, hier oben mit den Teilen. Also es hat mich jetzt so ein bisschen daran erinnert an... Das ist geschwungen. Das ist amerikanischer Barock. Standard. Ja. Das sind Staufächer große. Oberware ist vorhanden. Das sind unsere Enkelkinder. Das Sind sie weg, die Enkelkinder. ja, aber Drei, auch schon, drei Stück oder was? ja, im Erwachsenenalter. Im Erwachsenenalter. Du warst aber noch ein bisschen jünger jetzt. Ja, Ja. also, klar. Okay, das heißt, die fahren jetzt nicht mal mit, die Enkel. Die Mia, die wird jetzt 10 im Dezember, die würde man gerne mitnehmen, aber die ist im Joanneum. Ach so, Das sind Corona. jetzt andere interessante Sachen. So, und Ich das setz ist mich dann, nur hin, darfst du gerne machen. Da ist der Motor drunter. Da ist der Motor drunter in der Mitte. So, und auf der rechten Seite, das ist dein Platz, oder? Ja, Wie ist dein Vorname? Heide, Heide. Heide. Die Heide. Ja. Das ist ja schon ein Traum, den der Mann sich erfüllt hat, oder? Hier mit dem Mobil. Ja, ja. Vor allem kann er basteln. Das war mitunter. Ja, ich fahre das auch gerne. Und Er fährt's auch gerne. Er hat ja, Ist aber so, wenn man da jetzt einsteigt in das Auto, da fängt der Urlaub schon an, oder? Ja. Für mich fängt das schon beim Fahrer an, wenn es losgeht. Und das ich Packen könnte und auch Auspacken ist. fahren, aber mir ist er zu groß. Da bin ich nicht für eine Nerven genug auf der Autobahn, wenn ich das sehe. Ja, ich habe auf der rechten Seite habe ich so ein ganz kleines Licht dran, also gelagert mit dem Gummi. Ja. Und da war ja jetzt hier, die Baustelle war ja da und da habe ich so eine Barke mit getroffen Ja. mit dem Gummiteil. Da muss man schon ein bisschen aufpassen von der Breite, oder? Das ist aber wenn die Betonpoller da stehen haben, ist viel schlimmer zu fahren wie die Barke, die rot-weiße. Weil die Dinger, da bleibt man leicht dran hängen. Da ist der Fernseher. Ja, den kann man hochfahren, der fährt da oben rein und dann ist er verschwunden. Zeig mal. Muss ich mal hier die Details mal testen. Da oben ist er. Mit Fernbedienung. Ne, elektrisch. Der Elektrisch. geht jetzt ab. Und da vorne habt ihr ein Sonnenrollo dann. Ja, da waren die zwei Sonnenschutz, wie sagt man dazu, Sonnenblende von der Armee. Die steht ja da oben drin, verschwunden. Okay, das heißt, wenn dich irgendwas nervt, einfach Fernseher weg. Weg mit. Feierabend. Ja, da waren die Sonnenblende und die nutzen so viel wie gar nichts. Aber hier fahren wir unser Blendschutz runter. Man sieht, dass du von der Markisenfirma kommst. Ja, mit der Rollo. Ja. Das haben wir schon immer gehabt. Ne? An der anderen Wohnmobil haben wir Rolllade gemacht und alles für runterzulassen. Also So, das Raumgefühl, das ist schon richtig groß hier drin, oder? Ja. Das heißt, man fühlt sich wohl hier? ja, ja. Also mir hatte ja vorher ein deutsches, den Hümer. Immer. Welchen Hümer hat ihr gehabt? Der B8 oder 977, also 8,20 Meter lang. Schon lang, Schon ein großer. Ja. Aber War für uns nichts. so schmal. Die Dusche. Ja. Wenn da in der Dusche irgendwas runtergefallen ist, muss die Tür aufmachen, für das wieder aufheben zu können. Und Toilette, alles war halt eng. Und das ist bei der Armee ist das einfach großzügiger. Und der ist ja noch klein für ein amerikanisches Fahrzeug. Ja, klein. Ich habe die gesehen mit Slideouts, mit 12 Meter Länge. Es geht noch größer, da, wenn man will. Ja, größer geht's natürlich. Aber das ist handlich, oder? Das hier. Die Länge, kein Problem. Das spielt beim Fahren keine Rolle. Ja, mit seinem Bus da. Der kommt da überall hin. Wo Bus hinkommt, komme ich auch hin. Das stimmt.
Ich setze mich mal ganz kurz, wenn du mal so lieb bist, den Motor mal anmachst. Ja. Denn ein 8-Zylinder, ein V8 Diesel klingt wahrscheinlich auch wie ein V8, oder? Da fahre ich die Markise mal rein. Ja, fährt die Markise rein. Elektrisch. Ja, die stellt sich ja selbst ein. Stimmt, er kommt ja aus dem Markisenbau. Ich vergaß. So, die Warnlampe, die Hubstützen sind noch draußen. Weil die Stütze draußen sind. Ne, das da ist, weil er vorgelegt. Wow. Die lange Zeit lang, dass die Stütze rausgefahren sind. Okay. Die Checks. Check down. Ja. Laufleistung von dem? Was hat er gelaufen? Knapp 39, knapp 40.000 Meilen. 40.000 Meilen, also gar nichts. Ne, für die Maschine ist das gar nichts. Okay, du darfst noch mal ausmachen, die Umwelt zuliebe. Oh, er ist leise im Vergleich zu vielen anderen. Rückfahrkamera hast du drin? 7 Stück. 7. 7. Sag mal. Das ist hinten das Heck, die Stoßstange. Hier. Okay. Dann haben wir hinten links die Ecke, weil der schwenkt ja aus. Mhm. Hinten links die Ecke, rechts die Kamera ist kaputt von der rechten Ecke, die muss ich neu machen. Mhm. Und dann haben wir hinten und dann ist noch Frontkamera nach vorne. Dass du sehen kannst, wo du bist. Ja, und die war halt noch Platz, ist ein 4er Monitor. Mhm. Und hier habe ich hinten bei der Entsorgung links, wo wir aufgehört haben für das Abwasser. Damit du siehst, wo du Und stehst. da sehe ich genau, wenn der Entsorgungsding ist, bin ich in der Mitte, das ist rechts. Da stehen der Schuh. Da. Stimmt, ja. Ja. Die dreckigen. Und das ist vorne rechts, da vorne rechts. Die ist aber die Kamera, das ist der Außenspiegel hier. Ich zeig mal halt so Schwenks. Die Leute, die wollen ja immer so eine Gesamtansicht mal sehen. Und da vorne, was ist da drin? Das ist meine Dashcam, heißt das, gell? Die Kamera, die aufzeichnet, wenn ich fahre. Falls mal irgendeiner kommt und sagt, ich war es nicht, Jo, der wird anschließend verhaftet. jo. Du hast was ganz Tolles, da ist eine Braunuhr hier vorne drin. Ach, die ist schon uralt. Die habe ich als Werbegeschenk mal gekriegt, weil ich die Zeitschrift Ein Klassiker mittlerweile. Kapital oder was mal abonniert hatte vor 1986 so rum. Und die ist dann immer, die geht immer mit. Und die läuft. Die läuft, ja natürlich. Ist Batterie drin. Stark. Ja, die Firma Braun, die gibt es ja nicht mehr. Aber Der Name wird hier immer noch gehandelt, ne? aber die Uhr hat überlebt. Ne, die Braun, der Name wird doch noch gehandelt. Braun Ja, aber so Rasierer. jetzt in der Form, also sage ich jetzt Als mal, wie es Uhrenhersteller. genau als Uhrenhersteller, glaube ich, weiß ich nicht mehr, ob es sie noch gibt. Wenn es sie noch gibt, dann nehme ich alles zurück. So, hier vorne steht's. Der Sitz ist ja auch klasse hier. Warte mal, ich zeige dir mal gerade, wie gemütlich der ist. Das heißt, den kann man drehen. Man kann dann natürlich die Beine hochlegen, oder? Ja, das so fährt die Mutter. Die legt die Kiste da vorne hin und legt die Beine drauf. Ja. So, und da ist die Riesencouch. Ich denke mal, das ist deine Couch, oder? Das ist deine? Das ist dem Vater seine Couch. Das ist Vater seine Couch. Kann nach dem Essen sich gleich legen. Nach dem Essen kann er sich gleich hinlegen. Ja, nach der Mahlzeit. Und ich liege hier. Oder sitze hier. Also überwiegend abends lege ich die Beine hoch. Und Fernsehen mal gucken, ein bisschen. Ja, wir gucken so alle Sendungen, Was was denn? kommt. Gerne. Heute Mittag wieder DTM und gestern schon Qualify gesehen. Ja. Ist aber so, wenn man hier auf dem Platz steht, man lernt ja auch Leute kennen, man spricht miteinander, aber es ist was ganz anderes wie zu Hause. Man kommt raus, oder? Wir gehen eigentlich nur für uns laufen, aber Ja. mit den Leuten selbst haben wir kennen so Kontakt. Ab und zu So ab mal. und zu so, wenn man sich so kennt oder was. Es muss nicht sein, oder? Das muss nicht sein. Okay. Wir haben vom Geschäft genug gehabt mit Betrieb und die Töchter und der Schwiegersohn, die beiden Töchter machen das weiter. Ich zeig mal gerade die riesen Couch hier, dass man das mal sieht. Ich stelle mich mal hier in die Ecke. Die kannst du ausziehen. Ne? Die kann man ausziehen. Zeig mal. Bitte. Ach, ist die riesig. Das heißt eine Schlafcouch. Ja, die kannst du ausziehen. Und dann kommt der Store wieder hinten rausgeklappt, das kommt weg und dann hast du durchgehend die Doppelbette vorne. Krass. Was man ja nicht braucht. Das heißt nur, falls das Enkelchen mal kommt oder mal mitfährt. Ja, das ist halt drin. Das haben die Ami. Die Ami alle so Schlafcouchen drin.
Die haben alle diese Schlafcouche drin. Praktisch. So, und da seid ihr praktisch face to face. Aber es geht ja noch weiter. Es ist ja, wäre ja schlimm, wenn wir den Kühlschrank nicht mal zeigen würden, denn das ist wahrscheinlich einer der größten Kühlschränke der Welt in einem Wohnmobil. Das ist amerikanischer Standard. Das ist amerikanischer Standard. Nordkohl, Kühlschrank, Gefrierfach. Der geht allerdings nur auf Gas und auf 220 Volt. Genau, wenn du kurz nochmal aufmachst, ich muss Gibt nochmal. die auch noch mit Gas und 12 Volt und 220. Ich schaue nicht immer so gerne rein, was die Leute so im Kühlschrank haben. Das kennst du noch nicht, aber wenn du meine Videos siehst, dann. Ja, ihr seid ja ganz normal hier. Apfelmus, Ja. Eier, der Joghurt, der griechische Joghurt. Ja, diesmal ist er griechisch, Da vorne aber steht er. Naturjoghurt. Naturjoghurt. Und was ist das da? Die Soßen? Das ist für Pudding, oder? Nee, was für Soße? Welches? Überrichten. Ach so, ja, das ist so. Und da war mal Essen ganz ohne das gibt. Nee, da die Soße, meint er. Da die. Ach so, die, das ist, wenn ich Pudding Wenn du koche, Pudding ich koche kochst, ja. wegen Milch. Sie hat nicht genug Milch, ja. Also es gibt heute keinen Pudding. Schön. Hier gibt es kein Geschäft für das zu kaufen. Das ist Zugang. Das Geschäft ist zu. Passiert. So, hier vorne sieht man So, das Anzeigeinstrument. Das ist wahrscheinlich nicht mehr in Betrieb, oder? doch. Doch, geht noch. Zeig mal. Hier wird der Boiler eingeschaltet, da war ein Wasserboiler. Ja. Da wird die Wasserpumpe eingeschaltet. Und hier zeigt es an die Stände. Ach, es geht noch alles. Wobei das doch stimmt nicht. Ja. Fast. Das ist der Gastank, noch halb voll. Das ist die Batteriespannung. Und das Frischwasser haben wir gestern voll gemacht. Und die Mikrowelle, die ist natürlich toll. Das heißt, ihr könnt jetzt irgendwas warm machen, mal schnell. Wenn wir am Strom hängen. Ja. Normal im Sommer hängen wir uns hier an den Strom, da haben wir die Solarzelle. Und dann gehen wir über unser Batteriestrom. Und dann brauchen wir die nicht. Da geht die ja nicht. So, ich zeig mal hier vorne. Die Da Dusche, musst du da kommen. die in Gold, die Dusche. Ich zeig schon mal von außen. Die sieht schick aus. Und ich vermute mal, sie ist riesengroß, oder? Ja. Warte, ich komme mal hier rein. Dann gehe ich mal einen Schritt zurück. Dann kannst du mir mal kurz die mal aufmachen, bitte. Mit der Duschwanne. Ach, ein Raumbad. Das ist Abtrennung. Und dann hast du hier die Dusche. Ist natürlich toll, dass man sich da hinsetzen kann. Oder? Ja. Das ist ja praktisch. Das ist für ältere Leute, oder? So wie mich. Das ist eine Dusche. Na, du bist ja noch ein bisschen jünger. Naja, ich bin jetzt auch schon 52. Überleg mal. Und ich werde 77. 77? Ja. Du siehst auch viel jünger aus. 25 Jahre Unterschied, ne? Jo, aber ich sag mal, Nein, das ist für uns optimal, ne? optimal. Die Dusche, der Duschkopf habe ich nachträglich mir reingebaut, weil die amerikanische Dusche, da merkst du das Wasser nicht auf dir. Mhm. Und hier ist so dünner Strahl, so kleine Löcher, siehst du? Mhm. So dünner Strahl, das ist ideal und braucht gar nicht viel Wasser. Okay, verstehe. Und kannst du aber abstellen während dem Dusche. Und eine Riesenstange, das heißt, du kannst ja auch was reinhängen, wenn du mal Die habe ich reingemacht. Transport zusätzlich. Wenn es nass ist oder was, die Reinhängen. Die Glieder hinhängen, ja. So. Alles beheizt, der hat da unten Ausströmer. Mhm. Okay. Auf der linken Seite ist dann noch ein Bad. Da ist das ist die Toilette. Toilette mit Waschen. Ja, Waschbecken und Toilette. Porzellantoilette mit Fußhebelbedienung. Okay, das heißt, die sitzt direkt über dem Tank, oder? Ja, direkt über dem Tank. Das heißt wartungsfrei quasi. Das Loch geht auf, fällt rein, Ende. Das ist so Kugel. Eine Kugel. Das ist so Kugel. Kugelverschluss. So. Ne- Das ist so Kugel. Fertig. Wartungsarm, das heißt nichts hier mit Und damit kann ich dann noch die orientalische Dusche. putzen. Oder mich waschen, wenn ich will. Mhm. Aber kommt nur Kaltwasser. Ah. Ist kein Ist natürlich im Winter ist das eine Herausforderung dann. Winter fahren wir nicht. Im Winter fahrt ihr ja nicht. Nee. So, Waschbecken großes. Da ist noch ein kleiner Lichtschalter, das sind die amerikanischen Lichtschalter, die gehen aber. Das ist für die Wasserpumpe. Die Wasserpumpe? Dort oder hier. Ja. Und das ist Licht. Da waren so große Kugellampe drin, 20 Watt. Die habe ich natürlich weg und alles LED gemacht. Das nenne ich ja mal einen Ventilator hier. Ja, der ist unsinnig. Den brauchst du nicht.
So, und Die Ami haben das halt. so, dann habt ihr ein ganz großes Schlafzimmer, ein richtiges Schlafzimmer. Ja. Wobei die Matratze haben wir ins Neuring gemacht. Und zwar dann gleich 90 cm breit. Vorher waren 80er dran. Ein bisschen, viel haben wir schon drum gebaut. Also da haben wir den Kleiderschrank noch von der. Warte, ich gehe mal kurz in dein Schlafzimmer rein. Dann zeige ich auch mal, hier oben ist das Fernsehen Nummer 2. Das heißt, ihr könnt abends auch mal, der eine kann das gucken, der andere das. So ist es, ja. Ja. Weil jeder hat den Receiver drin, jedes Fernsehen, und die Signal kommt vorne halt von der Satellitenanlage. Der ist eingebaut, der Receiver. 12 Volt. 12 Volt, ja. So, hier vorne habe ich dann das Fensterchen. Der ist ja schon toll, der Look, oder? Mit den oben drauf, den Applikationen. Ja, das ist halt so war das. Und brauchen wir nichts anderes machen. Das ist nicht CO2. CO-Sensor. CO-Sensor. Ja, hier vorne ist das Nachtschränkchen mit der Bild der Frau. Mal gucken, wer vorne drauf ist. So stark sind Frauen, die Mutmachgeschichten von Dörte und Lisa. Und jetzt natürlich mehr Fett verbrennen, ist ja auch klar. So, das ist der große Schlager. ich glaube jedes Mal, oder? Da kommt die nächste Diät. So ist es. Man darf nur nicht im Saarland leben, wenn man Diät machen will, oder? Haben wir noch einen Kleiderschrank. Kleiderschrank? Ach, warum nicht? Ich glaube, in jedem Bundesland gibt es deftiges Essen. Oder? Was ist denn im Saarland, wenn du mal den Leuten aufzählst, die nicht aus dem Saarland sind? Was ist sehr bekannt? Dippelabbes? Ja, die Horische. Das ist was, Horische? Erklär mal. Horische, das ist aus dem Kartoffelteig, halb und halb, da diese längliche und runde im Spezia und Bube und Mädels haben wir dazu, wo im Wasser gekocht sind und die als dann mit Soße gegessen werden. Boah, der wirkt innen richtig groß. Hier vorne ist auch noch eine Jalousie, beziehungsweise eine Abtrennung. Kannst du zumachen? Noch zumachen, ja. Ja, die macht aber nie zu, oder? Nee, die machen wir nicht zu. Könnte man aber. Kann man zumachen. Ja, ich bin fertig. Da, zu. So. Das machen wir nie zu. Warum So. das ist? Und was auch nicht fehlen darf, ist der Kleiderschrank. Ein großer. Ist hier noch Stauraum drunter unter den Betten? Ja. Das kommt schon aber nur dabei, wenn du die Klappe aufmachst. Okay. Da ist die Wäsche drin, sagt die Die Mutter. Und hier ist nochmal ein Heizer drin. Während der Fahrt kann ich heizen über das Kühlwasser vom Motor. Wärmetauscher. Ja, mit Gebläse halt. Ne? So, und der Kleiderschrank. Der ist ja Da riesig. musst du daherkommen. Warte, ich komme mal hier hin. Andere Seite. Mit einem riesen Spiegel davor. So, jetzt, warte mal, jetzt haben wir Probleme. Denn in der Mitte, Wir müssen doch schlagen. wir sind schlank, wir kommen aneinander vorbei. Mit Beleuchtung natürlich. Ah, das ist natürlich reingebaut von mir. Hast du nachgerüstet? Ja, weil das ist dunkel, wenn du aufmachst, ist dunkel. Und da brauchen wir ein bisschen Licht. Mit Gasdruckdämpfern. Das war schon drin. Das war drin, ja. Schön ist er. Ja, ich bin ganz begeistert. Wir machen jetzt mal eins. Ihr geht mal kurz nach vorne, setzt euch mal hin. Ich mache mal eine Kamerafahrt von ganz hinten nach ganz vorne, dass man einfach mal sieht, wie groß das Auto ist. Warte mal kurz. Ich gehe mal gerade einen Schritt zurück, gehe hier in die Mitte rein. Bin jetzt ganz hinten. Ja, vielleicht gegenüber oder vorne, ist egal. So, warte mal. Ich gehe mal ganz kurz hier hin. Das wäre jetzt ganz hinten. Und jetzt fahre ich mal ganz kurz nach vorne, komme hier durch. Hier vorne ist die Küche. Ein Riesenschiff, muss man sagen, 9,20 Meter oder was hat's? Ja. Und da sitzen die beiden dann mit dem Fernsehprogramm von heute. Ja. Hit, der Date Doktor, Und kommt die heute Abend. Saarbrücker Zeitung Die Saarbrücker Zeitung, digital. auf dem iPad. Auf dem iPad, ja. Die habe ich noch nicht gelesen, die muss ich heute nachlesen von gestern. Vom Samstag. Die haben ja gute LTE-Verbindung, sodass das Runterladen überhaupt kein Problem ist. Ja, und wenn man was isst, man hat ja auch Kontakt zu den Enkelchen, oder? Das heißt über WhatsApp. Ja. Die Mia ist schon so weit, dass sie anruft und fragt, wann kommen wir dann wieder heim? Ja. Ja, Aber was ist denn das Schöne am Camping für euch?
Für uns ist das, für uns muss beide da sein, weil wir ja immer im Geschäft waren. Ja. Immer, Ja, immer eher Außendienst oder Innendienst. Und, ja, und jetzt ist es so, dass wir halt zusammen sind und zusammen was unternehmen. das war früher nicht so. Das konnte man gar nicht so spontan machen. Wenn man selbstständig ist, hat man keine Zeit, ne? Ja. Ich kenne das. Ja, es ist auch das Unabhängige. Wenn wir Lust haben und dann sagen wir, wann morgen früh fahren wir und dann fahren wir los. Der ist ja immer vollgetankt. Gastank voll, Sprittank voll, Wassertank voll und da geht's ab. Und das Schöne ist ja, man hat alles hier drin gepackt. Das heißt, er ist abfahrbereit, alle Sachen, Klamotten drin schon. Ja, manche Sachen müssen wir nachschauen. Müsst ja alles doppelt haben. Ja. Ja, also wie jetzt die T-Shirts, die machen wir rein oder im Sommer die Hemden und die Hose. Aber viel brauchen wir ja nicht. Jetzt haben wir aber gute Kleiderschränke. In dem Hima war ja gar kein richtiger Kleiderschrank. Das war alles ohne. Da musste ohne drin, einer unterm Bett und einer vorne unter dem Geschirr. Das heißt, du hast es nicht bereut hier. Nee, Ihr habt das Auto jetzt schon, wie lange habt ihr es? Erst seit letztem 2 Jahr. Jahre. Den Ja, da. zweimal war man im Sommer. Das ist was ganz anderes, oder? Ja. Da könnt ihr drin wohnen praktisch. Ne? Jo. Und so das längste, was ihr unterwegs wart? Norddeutschland hoch, also was heißt Norddeutschland, sondern über Dessau hoch nach Rostock, Wismar, Travemünde. Und das war schön? Das war schön, ja. Ja. Und dann an den Nordostseekanal, Ostfriesland, die Kante haben wir alles schon ein paar Mal abgereist. Und wenn man da wieder auf Saarländer trifft, ich meine, die Homburger Nummer, die ist ja unverkennbar. Ja, da gibt's bei manchen kurzes Gespräch, manche reagieren gar nicht drauf. Weil mir sprechen wenig Leute an. Okay. Aber mir sagen schon mal, ach guck mal, die Saarländer oder die Homburger oder so. Und da gibt es ein Gespräch meistens. Aber das war's dann auch. Das ist interessant, dass du als Selbstständiger das ganz anders siehst wie viele andere. Das heißt, ihr wollt was zusammen machen, ihr wollt Zeit füreinander verbringen, aber ihr müsst jetzt nicht unbedingt rausgehen und jetzt jeden einladen, oder? Das heißt, ja, ihr habt das im Prinzip lang genug gehabt, oder? Also ich habe so viel Kontakt mit anderen Menschen gehabt durch das, wo ich den Außendienst gemacht habe bei uns im Geschäft. Bist du ja immer auf Termine gefahren und bist zu jemand hin, den du in deinem Leben noch nie gesehen hast. Ja. Und dann geklingelt und die Tür auf und guten Tag, da bin ich und so weiter. Also diese ganze Geschichte, das habe ich alles erlebt und das brauche ich eigentlich nicht mehr. Und ich war daheim und habe die Enkelchen großgezogen. Die Enkelchen. Ja, die habe ich alle großgezogen. Ist das schön, Oma zu sein? Ja, das habe ich genossen und ich möchte es auch nicht missen. Ich bin jetzt auch Opa, aber die sind weg. Die eine in Amerika. Nee, 2 in Amerika und die zweite Tochter hat noch keine. Ja, Ja, mein Sohn ist allerdings 8. Das ist quasi wie ein Enkel. den habe ich gesehen. Genau, mit dem Skateboard. Der ist hier rum. Ja, der fährt immer viel Skateboard. Der ist übrigens auch, ist in der Ferien gerade im Moment Ja, bei ja. uns. Noch Und ja, genau, und der ist so happy, wenn er einfach mal im Bus sein kann. Oft bleibt die Mama auch zu Hause Ja, und dann machen wir eine Tour und die Mama, die hat dann auch mal ihre Ruhe. ja. Ist auch mal ganz schön, oder? Ja, ist auch gut, ne? Keine Anspannung, weil man hat ja immer gewisse Anspannung, wenn man die Enkel hat. Die Enkel, das sind aber nicht Kinder, das kann man nicht vergleichen, oder? Nee, das ist ja. Aber da ist man noch schlimmer drauf wie auf die eigenen Kinder, weil man jetzt Zeit hat für die Ja. Enkelkinder. Ja. Ne? Und damals waren wir im Geschäft. Ja, Ich habe immer so alle zum Steuerberater die Akte und so weiter erledigt und dann noch die Kinder und koche. Dann habe ich mal für die ganze Familie gekocht. Mit Freunden, allem drum und dran, haben wir unten einen großen Raum, wo jetzt das Büro drin ist. Da hat ein großer Tisch gestanden, Ofen in der Ecke zum Schüren. Ne? Und da war die Mia schon auf der Welt, da habe ich noch die Kinderschäse da geschoben und habe dabei gekocht. Also ich war immer in Bewegung und das brauche ich auch. Ich merke immer, wenn ich da bin, Ja. dann habe ich zu wenig Bewegung. Okay. In meinem Alter jetzt, ne? Weil das merkt man schon, wenn man älter wird alles ein bisschen ruhiger. So, da vorne ist der Ausblick, da ist die Mosel. Man kann ja auch schön spazieren gehen, gell? Das fasziniert immer, wenn die großen Schiffe kommen und die Ausflugsschiffe, ne? Es sind noch etliche Flusskreuzfahrer unterwegs. So. Hast du Also gesehen? die selbst fahren oder die große Schiffe. Nee, die Flusskreuzfahrer. Ich habe gedacht, hier wäre ganz schlimm
das Coronavirus Da rum? sind jetzt, seitdem wir hier stehen, bestimmt schon 8 Stück durch Ja, mindestens. Richtung Trier und dann kommen sie am nächsten Tag meistens wieder zurück. Heute Nacht ist wieder einer durchgefahren da nach Trier. Da macht so pop, 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 pop. Gell? Ja, die höre ich. Und die sind ja voll beleuchtet, außen. Also nicht die Kabine, sondern außen, das Ufer ausgeleuchtet, nach hinten. Noch. Die Frachtschiffe, die siehst du nur mit einem kleinen Lämpchen. Aber die Kreuzfahrer, die sind gut beleuchtet. Ist das hier so ein Platz, den ihr mögt, weil der so nah dran ist und man hat wirklich Platz hier, oder? Ja. Ja, du brauchst da keine Gedanken machen, komme ich jetzt unter mit dem Fahrzeug von der Größe oder was. Hier kriegt man immer Platz und eigentlich ist es von der Anfahrt her für uns ja kurze Wege. Ja. Und wenn Ja, wir wir im müssen Urlaub öfters sind, hier. auf der Rückfahrt meistens noch eine Nacht an die Mosel und dann fahren wir erst heim. Ne? Ja, wenn wir oben von Detern, von Ostfriesland kommen. Ja. Da waren wir dieses Jahr auch 3-mal schon, Ja. Ostfriesland. Was ist das Schöne in Ostfriesland, campen? Äh, Andere Gegend. Das ist alles flach, oder? alles flach, ja. Ab Dorsten ist die A37, das geht alles eben bis hoch nach Leer. Ich muss da unbedingt mal hinfahren. Das ist bestimmt toll, oder? Ja, und wir fahren dann nach Detern, Stickhausen, das ist ein schöner Stellplatz. Und von dort aus mit dem Bus, Sind wir immer mit der gefahren. Touristenkarte, mit dem Bus fährt man für Klicker und Knopf, fährt man da die ganze Gegend ab. Oder mit dem Fahrrad. Ein Klicker ist eine Murmel. Ein Klicker und ein Knopf, ja, das ist ein Murmel und ein Hoseknopf oder Hemdeknopf. Das sagt man so, also für wenig Geld. Das ist für wenig Geld. Die Mann sagen für Umme und wir sagen für Klicker und Knopf. Du bist Saarländer. Abel und Ei. Du bist Saarländer oder bist du Ja, Mannheimer? ja, Homburger. Ja, Homburger. Ich habe in Mannheim eine Firma gehabt. Mal. Okay. So, da gehen wir mal raus. Ich lasse mal die Mutter mal da. Ich muss heute noch ein paar Filme machen, denn die Stories sind so toll. Das heißt ja, zu Hause zu hocken, das ist keine Option für euch, oder? Ja, jetzt ist aber Schluss. Jetzt ist Schluss. Ja, Ja, wenn wir jetzt. jetzt ist Feierabend für dieses Jahr. Ist Saison vorbei. Ja. Der macht ab 1. November dicht hier, da muss Genau. alles weg. Hochwasser, gell? Ja, Genau. die müssen alle auf der Campingplatz, wird alles geräumt. Und dann geht das an Ostern, glaube ich, wieder los. Das heißt, wenn hier das Hochwasser kommt, das spült alles weg, gell? Das ist so. Da waren wir noch nicht hier, War wenn nicht da. Hochwasser war, aber Aber die müssen alle. der baut ja die Elektrokasche, alles baut er ja ab. Viel Arbeit. Ja, gut. Und dann nur 7,50 Euro, glaube ich, verlangt der, oder? Oder 80? 7,85. 7,85. Das ist aber fair, oder? Im Verhältnis, er bietet ja sonst nichts. Ja gut, aber er bietet Platz. Ja, Das Platz ist- bietet er. Ja, das Bei ist den das. Dädern zum Ja. Beispiel kannst du duschen und alles und kannst Geschirr spülen. Das kannst du halt doch gar nicht. Sei denn, du bist über dem Campingplatz, dann Ja. ging das. Und der ist noch günstiger wie hier. Nee, Ne? günstiger ist er nicht. Der kostet, glaube ich, 8 Euro oder 8,50 Euro da Ja, drüber. ich hab Ja. gedacht, Ja. Ist aber doch was anderes am Campingplatz, oder? Zu stehen. Ja, es ist, ja, es wir ist- fahren doch hier. wir fahren halt daher, schon Jahrzehnte bald. Hier auf diesem Platz. Ja, ja. Ja, schon mit anderen Mobile. Wir Hero. haben ja schon ein paar Mobile. Manfred Hero. Ja, Hero. So. Ja, du darfst ein bisschen Werbung machen für den Platz. Wir haben ja kein Geld für bekommen, aber trotzdem, die Leute wollen immer wissen, wo wir sind. In welchem Platz sind wir denn hier? Wir sind in Glüsserath am Sonneplatz von Manfred Hero. Okay. Der hat noch einen Platz in Mir, Winheim. Ja. Ja, aber dort waren wir noch nicht. Wir fahren immer hierher, weil wir wissen, da kriegen wir Platz. Da ist ja, wenn es nicht gerade so nass ist, ist ja die Wiese kurz gemäht, alles schön. Und die Dauer, wenn ihr hier steht, wie lange steht ihr immer so? Manchmal eine Woche, Ja. manchmal Jetzt nur ist die 2 zweite Tage, Woche. je nachdem, wenn wir auf der Durchreise sind, 2, 3 Tage. Okay. Jetzt sind wir fast 2 Wochen hier. Ne? Am Freitag fahren wir. Freitag fahren wir heim. Freitag fahren 10 wir. Tage war es dann. Am Freitag fahrt ihr heim. Das heißt, ihr habt noch eine Woche, eine gute, Jo. fast eine Woche. Ja, Ja. Schön. Wir fahren am Freitagnachmittag, sodass wir nach 17 Uhr heimkommen und dann ist die Firma zu und dann stellen wir das Wohnmobil vor unserer Kellertür. Ach so, du bist noch in der Firma aktiv. Nein, wir wohnen alle zusammen. Ach so, die Kinder machen die Firma. Ich kenne mal die Firma. Wir sind außen vor. Wir haben denen alles abgegeben und
Ja. Wohnen aber vorne im Haus und stelle vor die Keller unser Wohnmobil, da können wir alles schön leer machen. Und dann kann er stehen, bis am Montag geht das Geschäft wieder los. So, ich zeige mal gerade hier vorne ein kleines Detail. Das ist diese Ablage, die war schon drin? Die war drin, ja. War drin. Ja. Die ist ja spannend. Fernbedienung, Brille, ist aber praktisch, oder? Jo. Aber Das ist doch. auch so ein Umbau. Ist auch schon ein Umbau. Ah, das habe ich, das da war so klappe da. Nee, du hast gesagt, du machst höher. Ja, ich will es höher machen. Ich will das da höher machen und will da für im Sommer die Kühlung drin machen. So stelle ich mir die Rente vor. Immer in Unruhe. Ja. So ist es. Immer was Neues. Guckt dann auf die Uhr, ach, da mache ich Licht hier drin. Ne? Ja. Dann macht er wieder was anderes. Und wichtig ist hier der Bieröffner von Carlsberg. Ein Original. Der ist auch schon ein bisschen älter, ne? Das ist auch schon ein bisschen abgegriffen. So, hier vorne ist die Heizung. So, dann machen wir Schluss. Vielen, vielen Dank, dass wir mal reingucken durften. Wobei ihr ja nicht so viel Kontakt wollt mit Leuten. Jetzt habt ihr ein Problem. Jetzt braucht ihr nämlich den Leuten nicht mehr zu sagen, ob sie mal gucken können. Ihr könnt einfach nur auf das Video verweisen, dann sieht man alles. So ist es. Irgendwann kommt das oder wie? Heute. Wann heute? Heute Nachmittag so gegen 5 wird es ausgestrahlt. Ja. Ja. Und ich habe den Ü-Wagen dabei. Wir schneiden das noch ein bisschen und dann geht's ab auf die Strecke. Ab Freitag im Saarland-Fernsehen im Kabel. Wenn ihr Kabel habt zu Hause, Kabel hat man nicht. das macht nichts. Ihr könnt auf YouTube gucken. Wenn ihr kein Kabel habt, könnt ihr es auf YouTube gucken. Mediathek kann man es nicht gucken. Doch, wir haben eine riesen Mediathek auf YouTube. Also ihr geht einfach auf die Webseite von uns, Saarland-Fernsehen, geht ihr auf die Mediathek, da gibt es hunderte von Momobil-Videos. Da könnt ihr die gucken, ja. Einfach YouTube, Saarland-Fernsehen. Da könnt ihr gucken, wenn ihr heute anfangt, könnt ihr bis Ende nächsten Jahres gucken. Ja, da haben wir vor die Winter was zu tun. Nee, ist wirklich spannend. Ich erzähle so Geschichten von Leuten, die rumfahren und jeder hat eine andere Geschichte. Ist nicht jeder gleich. Ja, aber da kann man kein Stück davon kriegen oder was? Doch, na klar. Ich kann euch das schicken per Mail. Kann ich das zuschicken, da könnt ihr das runterladen, könnt eine DVD brennen. Das wäre mal lieb, ja. Das machen wir gleich im Anschluss. Ja, So, wir gehen nochmal raus, machen Abmoderation. okay. In den Batsch, mach mal die Tür auf für mich. Ich habe ja beide Hände voll. Ist vielleicht ein Quatsch draußen. Oh, Das, ach so, die haben den Motor angemacht. Schönes Wochenende. warte mal kurz. Was sagst du? Ich habe gesagt, ich bleibe hier drin und sage schönes Wochenende für Sie. Ja, danke schön. Bitteschön. Du bist echt eine Liebe. Und du bitte lieber. Dankeschön. So, Ja, jetzt sind wir beide lieb. Ja. So. Ach, der Batsch. Der Batsch. Aber das ist trotzdem gut gemacht hier bei dem Platz. Mal hat einige Plätze, die haben hier so Steinchen drin. Das heißt, man kann auch einigermaßen gut stehen. Da stelle ich mich immer so hin, dass noch Steine da sind. Deswegen. Schon wird man da in dem Batsch rumlaufen. So ist es. Das sind die Würmer, die das die Erde. Die bösen Würmer, Das sind diese Würmer. Regenwürmer, Ja, das sind die Würmer. sollten auch verboten werden, oder? Nee, nicht. Die sind ja sehr wichtig für den Boden. Das war Spaß. So, Aber dieser Batsch da, so ich zeige mal gerade, wenn du mal kurz mal mitkommst. Ich weiß, es ist kalt. Zieht mal gerade die anderen Schuhe an. Dann gehen wir mal kurz an die Mosel, zeigen mal deinen Ausblick, damit die Leute auch mal sehen, von was wir eigentlich reden. Denn da vorne, wenn du hier 20 Meter gehst, da bist du direkt an der Mosel. so ist es. Der Hero darf hier nicht mehr die Sträucher wegschneiden, seit 2 Jahren. Ist ja schade. Letzte Sitzung, ja, irgendwie hatten das Wasserwirtschaftsamt das verboten. Und jetzt ist hier noch ein freier Ausblick durch die Mündung von dem Salm. Ja. Ja, da ist der freie Ausblick. Okay, ich nehme mal an, dass da auch viele Vögel und Tiere drin dann auch nisten und so, und wenn ihr die wegschneidet. Da vorne, der Campingplatz hat alles freigeschnitten. Okay. Das- So, und da vorne ist dann praktisch so der Ausblick. Das heißt, der schönste Platz ist dann quasi in 5 Jahren der hier. Ist wahrscheinlich der einzige noch, der dann noch was hat. Der noch was sieht auf die Schiffe. Wobei die Sträucher da, ich weiß ja nicht, wie mächtig die werden. Das sind so wild wachsende Sträucher. Ja. Was? Vielleicht darf er es auch irgendwann wieder abschneiden. Als wir anfangs hergekommen sind, war hier alles frei. So, und hier vorne sieht man den Platz so ein bisschen. Der ist ja schon groß, der Platz. Das ist ja jetzt gar nichts im Moment. Der war ja voll während Corona, gell? Ja, letztes Mal, wie wir hier waren, im September, Ja. war er fast voll. So, und da vorne ist dann der Ausblick auf die Mosel. Und wenn dann Schiffchen kommen, dann ist das schon beeindruckend, wie lang die aussehen, oder? Ja, das ist halt immer wieder schön, die zu sehen, wie die so majestätisch da vorbeiziehen. Tuckern. Der eine laut, der andere leiser. Kleine, große. Ja, vorne hat man auch direkt Zugang dann zur Mosel. Das heißt, man könnte auch hier schwimmen drin, theoretisch. Ja. Hier kommt die Salm raus. So.
Das ist die Mündung von der Salm. So, und dann hat man dann den Blick hier auf dein Wohnmobil. Der Sun, was steht drauf? Sun Suncruiser. Cruiser. Sonnenkreuzer. Der Sonnenkreuzer von Itasca. So, ja, vielen Dank, dass du mir so einen großen Einblick gegeben hast in praktisch einen Teil deines Lebens. Aber es ist ja so, wenn man ins Wohnmobil steigt, die Zeit geht direkt langsamer, oder? Ja, fast. Zu Hause hat man immer was zu tun. Ja. Und hier, wir haben zwar unser bestimmter Rhythmus mit morgens aufstehen und sich fertig machen und Brötchen kaufen gehen, da laufen wir immer in die Bäckerei. Ja. Und ja, da geht's. Mittags um 11:45 ist das Mittagsmagazin zu schauen. ARD, ZDF? ARD. Ja. Ich gucke ja kein Fernsehen mehr seit 8 Jahren. Du musst mir das erklären dann immer wieder neu. Nee. Du bist doch ein Fernsehmann. Ja, aber wenn du das machst, da guckst du ja kein normales Fernsehen mehr. Nee. Da hast du genug vom Fernsehen. Schön. Ja, vielen, vielen Dank. Warte mal, ein Fotofinish. Wenn du mal gerade da stehen bleibst, mich mal anguckst. Vielen Dank für das Interview. Tschüss. Ja, bitte, tschüss.